Ab ans Nordmeer, ab am Nordmeer schön auf Grundangeln, denn da läuft es doch immer wieder ganz gut, vor allem wenn das Wetter passend ist. Ja, und das Wetter hier, das wollen wir haben. Wir haben es relativ kühl, es ist bedeckt bis hin zu regnerisch und so soll es sein. Im Idealfall wieder drüben 6 Grad und richtig massiv Regen. Das ist eigentlich mein Zielwetter fürs Grundangeln am Nordmeer, denn das liefert immer ganz gut. Und es liefert vor allem die ganzen Plattfische, wenn das Wetter so schlecht ist. Ja, und die Plattfische bringen halt immer ganz gut Cash. Deswegen immer wieder ran. Und dazu kommt, ich brauche auch noch ein paar Plattfische als Trophy. Und das wäre doch mal mega gut, wenn die endlich mal hier reingehen. Was ich diesmal anders gemacht habe, ich bin noch mal ein bisschen feiner reingegangen. Also nur mit einem 1er Haken, relativ klein und fein. Und dann eben das Ganze hier auch nur auf diesem Karpfen-Vorfachsmaterial, 36 Kilo Fluorocarbon, Braid, 36 Kilo geflochten. So, 36 Kilo Braid und damit ja auf die Brocken hier. Und das scheint tatsächlich ganz gut zu gehen, gewichtsmäßig. Selbst bei einem 8 Kilo Steinbutt bisher kein Theater gehabt, geht das immer noch ganz gut. Also kann man durchaus machen. Ja, den wollen wir natürlich nicht unbedingt, ne? Seeringelwurm. Wo sind wir hier? Klassische Stelle, sollte jeder kennen. Ist ja schon ein ganz altbekannter Spot hier. Also direkt an der Position hier oben. Und dann werfen wir hier zu der Spitze. Und man kann das auch, naja, wir gucken gleich mal, wenn es hell wird. Da ungefähr jetzt, wo der Mond ist, da ist die Spitze vom Berg. Ich glaube, so gerade sieht man es. Ja, man sieht es ganz gut sogar. Also genau da die Spitze werfen wir an und dann lübt das auch eigentlich ganz gut. Zack, ich bin im Moment auf 35 Meter wieder raus hier. Man kann aber auch mal auf 40 Meter gehen, auf 45 Meter gehen, rumspielen und Variationen einfach ausprobieren. Es geht so einiges hier. So, ein bisschen straff ziehen, jawohl, ein bisschen dran zuppeln. Was man natürlich auch gut machen kann, hatte ich zuletzt nochmal gezeigt. Man klickt einfach rein. Denn es passieren auch mal Bisse, die nicht wirklich piepseln oder die dann nur einmal kurz piepen und danach nicht wieder und der Fisch ist aber dran und schwimmt da rum. Und wenn dann hier die Schrift anfängt zu flackern, dann weiß man wenigstens, alles klar, ich habe irgendwo einen Biss drauf und dann kann man nochmal kontrollieren. Ja, so sieht das Setup gerade aus. Komplett hier mit der Monoschnur, ganz simpel drauf, mit einem dicken Blei drauf, eigentlich wie beim Karpfenangeln oder sowas. Nur einen 1er Haken jetzt hier in Verwendung und dann der Seeringelwurm drauf, beziehungsweise gerade der Wattwurm. Also die Kombination ganz simpel. Ja, und die Kombi liefert gerade schon ganz gut. So sieht es aus. Knappe Stündchen jetzt hier, halb so nebenbei, so halb AFK. Und ja, ich sag mal, gewichtsmäßig, klar, kann da immer mehr gehen. Aber auch so ein Steinbutt hier mit über 8 Kilo, das schmeckt doch schon. Also das passt doch schon ganz gut. Beziehungsweise hier die größeren Schollen, das geht auch ganz gut. Doggerschabe mit dabei, Klische mit dabei und so weiter und so weiter. Was noch interessant wäre, das Ganze auch nochmal hier an dem Holzanleger zu testen. Müsste ich auch nochmal machen. Und dann werfe ich aber, glaube ich, auch eher so ein bisschen schräg hier nochmal in Richtung von dieser Spitze. Denn hier in diesem 12-Meter-Bereich hatte ich das schon mal ein bisschen gemacht. Da war das nicht ganz so nice. Da muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumprobieren, ob das nicht irgendwie auch noch läuft. Ja, kurzes Gezuppel haben wir hier gerade. Es gibt an für sich keinen Riesenunterschied zwischen Tag und Nacht. Es ist immer wieder ein Fisch dran. Nie eine Wahnsinnsfrequenz oder mal so, vielleicht gehen mal 2 Fische dran oder so, aber nie so, dass man hier ständig irgendwie am Rumkurbeln ist. Aber es gehen eben trotz allem konstant die Brocken rein. Jawollo, zack, der nächste hier. Und im Großen und Ganzen ist es einfach eine Sache, die man immer mal wieder halt machen muss. Ne? Man muss sie einfach hinstellen und einfach mal durchziehen und dann gerade, wie gesagt, bei Schlechtwetter hoffen, ja, dass dann die Dinger reingehen. Ah, die Klische, ne? Endlich mal das Ding als Trophy abhaken. Das wär's doch, ey. Leider noch nicht. Wieder hier auf dem Wattwurm. Ja, Wattwurm und Seeringelwurm ist natürlich so ein Ding. Die Köder sind nicht ganz günstig.
Wir können die kaufen. Sehen wir es hier, da ist das Boot. An Björns Bait Shop ist es, glaube ich. Da können wir die kaufen. Und da ja, muss man dann halt ein bisschen reincashen, wenn man die haben will. Oder andere Möglichkeit, man schreibt einfach unter diesem Video einen kleinen Kommentar zum Thema und dann hat man einfach eine Chance am nächsten, na wann kommt das raus? Ich würde sagen, heute kommt das raus. Dann machen wir das auch einfach mal direkt auf heute. Dann kommt das auch heute im Abend im Livestream direkt in die Verlosung. Zack, zerrapp. Also gar nicht lang warten. Dann verlose ich heute im Livestream unter allen Kommentaren eine Köderbox mit sämtlichen Ködern drin. Schöne Allround Naturköder Köderbox. Raus damit mit den Dingern, damit man hier auch am Nordmeer noch mal ein bisschen was rausziehen kann. Hatten wir zuletzt im Tutorial-Account gesponsert von RF4 und da sind so ein paar Boxen auch noch bei mir gelandet, auch noch zum Raushauen. Von daher hauen wir sie natürlich auch raus, ab für die Community, damit ihr hier auch ein bisschen was probieren könnt. Na guck, Steinbutt haben wir hier auch noch. Sehr schön. Ja, auch auf dem 1er Haken. Also ich muss sagen, ich bin mit dem 1er Haken im Moment ganz zufrieden. Erstaunlicherweise gar nicht so schlecht, würde ich fast sagen. Für so einen 1er Haken kann man das ganz gut machen. Normal war ich ja immer hier mit mindestens 2 0er Haken, weil das die kleinsten Meereshaken sind. Und ja, das passt an für sich immer ganz gut hier mit den 2 0er Haken. Aber jetzt hier auf dem 1er Haken, Frequenz ist gut, Größe ist gut. Guck mal, da geht der nächste rein. Also, das scheint gar nicht verkehrt zu sein. Wir gucken gleich nochmal kurz in den Cacher rein, wie das so cache-mäßig ist. Und ich glaube, dann haben wir es auch schon, ne? Müssen wir mal eben gucken. Ist da jetzt schon ein Biss? Ja, siehst du, jetzt haben wir das nämlich. Jetzt flackert die Schrift hier. Blub, 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 blub. Warum auch immer. Wahrscheinlich hier. Ja. Hat es nur einmal kurz gepiept und danach nicht wieder. Und da haben wir auf jeden Fall Biss. Wenn man das halt nicht kontrolliert, dann hat man vielleicht minutenlang, ewig lang, ja, irgendeinen winzigen Fisch am Köder, am Haken und es beißt halt nichts Besseres, ne? Und dann wundert man sich vielleicht, warum nichts mehr geht. So, direkt nochmal Kontrolle machen. Auf den anderen ist also jetzt gerade nichts drauf, es zappelt nichts. Das heißt, wir rennen mal eben schnell in die Base und gucken, ob da nicht, ja, oder was das denn erstmal an Cash bringt. Und dann gucken wir mal, ob sich das auch so ein bisschen wenigstens gelohnt hat. Also erster Blick natürlich ins Café. Die Scholle hatte ich schon abgegeben vorhin, jawohl. Dicke fette Klischen Trophy ist drin. Ja, vielleicht geht sie ja noch rein. Leider sonst nichts weiter. Und das heißt, wir gucken einfach in den Fischmarkt, sortieren nach Preisen nach einer Stunde. Na, 360. Also da geht noch ein bisschen mehr. 77 Euro Silber. Der Steinbutt. 40 Silber, 30, 40, 40. Ja, das passt doch hier eigentlich ganz gut. Mehr Steinbutt, gerne mehr davon. Oder einfach irgendwann mal die Klischen oder Doggerschabe hier als Trophy. Wäre natürlich der absolute Burner. Ich verkaufe das Ganze hier erstmal. Jetzt gucken wir gerade noch mal eben kurz rein hier in den Shop. Da ist er, Björns Bait Shop. Diese Köderbox hier, wie gesagt, gibt es zu gewinnen. Verlosung am 20.11. direkt im Livestream. Raus mit den Boxen. Und ansonsten kosten die Köder 30 Stück, kosten 200 Silber. Also, das ist jetzt nicht ganz wenig. Wie viel habe ich jetzt gerade verbraucht? Naja, vielleicht 10 Stück oder was das jetzt waren von der einen Sorte und vielleicht nochmal 5 Stück von der anderen Sorte. Also, ja, da muss man natürlich auch ein bisschen gegenrechnen. Aber letzten Endes kommt man trotzdem immer noch mit einem positiven Ergebnis dabei raus. Ich warte jetzt auf die nächste Schlechtwetterphase. Regenwetter wollen wir haben und dann geht's wieder auf Grund am Nordmeer. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im Livestream oder im nächsten Video.